hallo, willkommen bei Gitarren im Netz. Willkommen zum Tele-Shootout Teil 2. Heute gehen wir in den Crunch- und Dirt-Bereich mit den Gitarren und werden in 2 weiteren Tests plus einer Kategorie wieder messen, welche ist die beste. Und am Ende gibt's mein Ergebnis und auch das Ergebnis, welche Gitarre bei mir bleiben darf und welche gehen muss. Also, los geht's mit dem ersten Crunch-Test. Ja, im ersten Crunch-Test muss die Gitarre zeigen, was jede Telecaster gut können sollte, nämlich ein ordentliches Rockbrett hinlegen. Dazu gehen wir in Drop D und schauen am Stegpickup, was Schönes hinten aus dem Stegpickup rauskommt und wie gut und differenziert das klingt. Als kleine Vorbesprechung zu diesem Test hat diesmal die Marke Kelly. Ja, die teuerste Gitarre mit 450 € im Test, aber auch mit Anleihen an eine Premium-Gitarre. Die vielen verschiedenen Sound, kommt gleich noch was drüber. Die tolle Decke, das Binding, Compound-Hals, das sind alles Sachen, die ein bisschen nach Premium-Gitarre riechen und den an sich Budgetpreis vergessen machen. Sie ist schwer, ja, aber sie ist eigentlich jedes Gramm wert. Sie ist sehr, sehr, sehr vielseitig. Auch sie spiele ich nicht besonders oft, aber das ist ein feines Instrument für den Preis. In den beiden Tests könnt ihr euch alles anschauen rund um die Gitarre, vom Unboxing bis zum Deep Dive, da ist alles dabei. Und jetzt zum Crunch.
Ja, was bieten die Gitarren optional? Ganz besonders hier die Michael Kelly, die hat natürlich ganz viele Möglichkeiten, was den Sound angeht. Sie hat eben beide Humbucker getrennt voneinander splitbar. Dadurch ergeben sich natürlich 3 Single Coil Sounds, 3 Humbucker Sounds und in der Mitte nochmal je nach Kombination R gesplittet oder R gesplittet nochmal 2 Möglichkeiten. Das heißt insgesamt 8 Möglichkeiten. Hört euch im Test an, wie es klingt. Das ist wirklich toll. Natürlich hier auch, ja, Belly Cut haben die meisten normal auch nicht. Compound, Griffbrett. Also die Gitarre hier bietet schon ziemlich viel. Die Yamaha Pacifica hier hat auch die Möglichkeit, hier hinten den Humbucker zu splitten. Einmal Single Coil, einmal Humbucker. Da ergeben sich natürlich hier hinten 2 zusätzliche Sound und auch in der Mitte nochmal ein zusätzlicher Sound. Auch eine super Sache. Ja, auch hier Belly Cut und Blockmechaniken. Ja, ansonsten die Stack, die hat natürlich die Möglichkeit, dass sie hinten am Steg gesplittet wird. Das habe ich wie gesagt nur mittlerweile nicht aktiviert. Ja, alle anderen sind Standard und hört euch in den einzelnen Tests mal an, wie die Gitarren dann klingen. Ja, die Yamaha Pacifica. Mein Test hieß damals The Queen of Budget? Fragezeichen. Also sie ist ein wirklich gutes Instrument, wo du eigentlich gleich mit auf die Bühne gehen kannst. Man gewöhnt sich gut. Das Einzige sind hier die Madenschrauben. Stehen ein bisschen arg raus, wenn die Seitenlage runter ist. Aber ansonsten eine Gitarre, toller Hals, gute Bespielbarkeit, auch vom Sound her. Ihr hört es ja, auch ein vielseitiges Instrument. Ja, ist hier eine Armauflage, hier ein Bellycut. Vom Spielen her, auch die oberen Lagen sind ganz gut erreichbar. Man kann echt nichts sagen. Also für eine Budget-Gitarre ist sie wirklich allererste Sahne außerhalb von Harley Benton. Einfach gut. Ja, der letzte Teil des Tests, der Screaming-Test. Hier sollen die Gitarren jetzt beweisen, ob sie an der Hals- und der Stegposition auch so richtig die Sau rauslassen können. Letzte Vorstellung für diesen Test, die Harley Benton FLT 90 in Black Blast. Die Telecaster, die ein wenig aus der Reihe läuft, weil sie halt diese beiden Filtertron-artigen Humbucker besitzt, also keinen Single Coil Sound hat. Die Gitarre an sich selber ist ein schönes Teil. Ich habe sie schon eine ganze Zeit lang, ich spiele sie aber ehrlich gesagt relativ selten. Jetzt muss man sagen, ich spiele alle die Gitarren hier relativ selten, weil um neue Filme zu machen, kommen neue Gitarren rein und ja, da bleibt nicht so viel Zeit übrig, um alle Gitarren immer wieder anzuspielen. Ja, diese hier, wo ich mich immer noch nicht dran gewöhnt habe, ist an die Lage der Stimmmechaniken, und die Stimmmechaniken sind auch, ich würde sagen, die schlechtesten im Test. Die sehen zwar nett aus, sind aber sehr, sehr sticky, und ansonsten ist alles wunderbar. Die Gitarre ist vom Gewicht her in der guten Mittelklasse oder eher schon zur unteren Klasse hin. Das Griffbrett, da ist nichts, keine scharfen Ecken, nichts. Ein bisschen hat man der Schalter hier schon geknackt, aber das ist klar, das haben alle. Ja, die Potis, das läuft alles sauber. Sie hat halt einen sehr speziellen Klang, wie wir jetzt ja auch bei den anderen Tests schon gesehen haben. Ja, sie läuft hier so ein bisschen außer Konkurrenz. Mal sehen, ob ich sie dann am Ende behalte oder weggebe. Aber jetzt zum Screaming-Test.
Jetzt das Ergebnis für den Crunch. An Stelle Nummer 1 kommt hier als typischster Sound die Stack. Die SL51, sie ist super durchsetzungsfähig und nicht zu verzerrt und schön transparent. Überraschungsgast an dieser Stelle. Auf dem zweiten Platz sehe ich die Harley Benton. Und das ist eine echte Überraschung, weil es hätte ich vom Filtertron nicht erwartet. Aber der klingt unheimlich klar und nicht zu verzerrt und sehr transparent. Auf Platz 3 setze ich die Michael Kelly mit ihrem schönen gesplitteten Humbucker hinten. Gut. Gleich dahinter kommt der gesplittete Humbucker der Yamaha Pacifica. Ist ein bisschen mehr Verzerrung drin. Dadurch wird es in dem Teil ein bisschen schlechter. Und auf dem letzten Platz kommt jetzt hier die Stack TE. Der Humbucker ist einfach zu stark hinten. Die Verzerrung ist zu stark und matscht zu viel. Klar, wäre sie splittbar, würde es anders sein. Beim Screaming-Test habe ich versucht, zwischen Hals und Steg so ein bisschen zu mitteln und das Ganze zusammenzurechnen und dann wieder durch 2 zu teilen, um ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen. Und da haben bei mir zweimal die Nase vorn. Einmal die Yamaha Pacifica mit 4 von 5 Punkten, weil sie, denke ich, sowohl am Hals, na klar, der kräftige P90, als auch am Steg, selbst im Single Coil kräftige Tonabnehmer hier ein sehr gutes Ergebnis bringen. Und die Stack TE, weil der Hals ist wirklich wunderschön singend. Und ja, na hier spielt jetzt eben der Humbucker, was ich eben als Nachteil hatte, kommt hier ein bisschen als Vorteil raus. Dann habe ich noch 2 Kandidaten mit 3 Punkten. Einmal die Michael Kelly und die Slick SL51. Und was mir nicht so gut gefallen hat in der Lead-Position, ist tatsächlich die Harley Benton. Die ist vielleicht echt eher eine Rhythmusgitarre. Als die Zusatzoptionen habe ich noch Punkte vergeben. 2 für die Michael Kelly wegen der unglaublichen Vielfältigkeit. Eine für die Yamaha Pacifica, auch einen splitbaren Humbucker, und als 0 in Klammern 1 die Stack. Da könnte das hier auch sein, wie bei der Yamaha Pacifica. Ich habe es halt nur im Moment nicht gezogen, die Option. Beide anderen, die Slick und die Harley Benton, haben keine Zusatzfunktion. So kommen wir jetzt dann zu einem Ergebnis nach Punkten. Und da haben wir einen klaren Sieger, die Nummer 1, die Michael Kelly mit 16 Punkten. Und ich glaube, das ist auch gerechtfertigt aufgrund der Qualität und der Möglichkeiten, den die Gitarre hat. Auf Platz 2 kommt die Slick, die SL51. Wir haben einen Teletest gemacht. Eine Tele, eine echte oder sehr nah an der Tele, bekommt auch den zweiten Platz. Auf den dritten Platz kommt für mich die Stack TE mit 13 in Klammern 14 Punkten. Auf Platz 3 mit 11 Punkten kommt für mich die Yamaha Pacifica. Ja, deutlich abgeschlagen. Sie ist doch nicht so sehr eine Telecaster, wie man meint. Da haben die Zweifler schon recht gehabt. Und auf dem letzten Platz, weil sie eben von der Tonabnehmerbestückung anders ist, nicht schlecht, ist die Harley Benton TE 90. Wer darf bleiben und wer nicht? Zuerst mal außer Konkurrenz, ein bisschen laufen, bleiben darf im Moment die Harley Benton. Die möchte ich im Moment nicht weggeben. Vielleicht nicht so eine Überraschung. Und wer darf noch bleiben? Jawohl. Die drittplatzierte Stack TE. Ja, warum nimmst du nicht die beste oder die Original-Tele?
Es hat mehrere Gründe. Einmal, sie ist so leicht und ich nehme sie so was von gerne in die Hand und ich mag diesen fetten Hals. Wusste ich gar nicht, mag ich aber. Dann hat sie sich in diesem Test sehr gut geschlagen. Absolut. Und letztendlich, wenn ich sie verkaufe, mit dem Umbau und allem, ich mache wahrscheinlich nur einen Riesenverlust. Und hier kann ich noch weiter basteln, werde meine Stegoption hier noch ziehen, die Stunde Arbeit rein investieren und sie auch am Steg splitbar machen. Und alle anderen 3 dürfen das Haus verlassen. Das heißt, die Slick, die SL51, die Michael Kelly 1951 und letztendlich gehen darf auch Yamaha Pacifica. Ja, die Entscheidung ist nicht nach den Punkten gefallen. Wenn ich eine Band hätte und wenn ich eine Telecaster in eine Band mitnehmen würde, wäre ganz klar die Michael Kelly. Ohne Frage. Ja. Gutes Instrument, sehr flexibel, einwandfrei. Auch die Yamaha Pacifica kannst du sofort mit in den Proberaum gehen. Alles gut. Die Slick wäre natürlich die Option, einfach zu sagen, hey, die Slick, die hat schon alles, die hat den Klang. Ich möchte trotzdem auf die Option Humbucker am Steg nicht verzichten wollen bei der Tele, deswegen nehme ich nicht die Slick, sondern lasse die hier und baue sie mir wieder um, wie sie mal war. Ja, liebe Leute, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere damit jetzt nicht einverstanden ist. Macht aber nichts, ich mache trotzdem so. Und die 3 Gitarren werden demnächst in meinem Reverb-Shop zu kaufen sein. Und mit der hier werde ich weitermachen. Und die Harley Benton werde ich nochmal behalten als eine spezielle Rhythmusgitarre. Mal schauen, was ich mit der noch so alles anstellen kann. Ja, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich hoffe nicht, dass der etwas ungewöhnliche Test euch dazu treibt, da euer Abo zurückzuziehen. Ansonsten, wie immer, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt musikalisch. Bis ganz bald, hoffentlich, euer Toko.